Das Flüstern im Wald. Es war ein klarer Herbsttag, als Lena beschloss, alleine in den Wald zu gehen. Sie hatte die Geschichte von einem alten, verlassenen Haus tief im Wald gehört, das als das Haus der Flüsterer bekannt war. Viele meinten, es sei nur ein Mythos, aber die Neugier packte sie. Als sie tiefer in den Wald ging, wurde die Atmosphäre düsterer. Ein kalter Wind wehte durch die Bäume und trug ein leises, unverständliches Flüstern mit sich. Lena zog ihren Mantel fester um sich und beschleunigte ihren Schritt. Nach Stunden des Wanderns entdeckte sie das Haus. Es war ein verfallenes, zweistöckiges Gebäude, das von Moos und Efeu überwuchert war. Die Fenster waren zerbrochen, und die Tür hing schief in den Angeln. Als sie näher kam, hörte sie das Flüstern lauter werden. Mit zitternden Händen öffnete sie die Tür. Das Innere war dunkel und staubig. In der Mitte des Raumes stand ein alter Holztisch mit einem Tagebuch darauf. Lena nahm es vorsichtig in die Hand und begann zu lesen. Das Tagebuch gehörte einem Mädchen namens Elise, das vor langer Zeit in diesem Haus gelebt hatte. Sie schrieb von einem Flüstern, das sie nachts hörte, von Schatten, die sich in den Ecken bewegten, und von einer Präsenz, die sie spürte. Je mehr Lena las, desto unwohler fühlte sie sich. Das Flüstern wurde lauter, und sie spürte, wie etwas oder jemand sie beobachtete. Plötzlich hörte sie ein lautes Knarren von oben. Sie blickte auf und sah eine dunkle Gestalt, die langsam die Treppe hinunterkam. In Panik rannte sie aus dem Haus und lief so schnell sie konnte durch den Wald. Das Flüstern verfolgte sie, wurde lauter und dringlicher. Erst als sie den Waldrand erreichte, verstummte es. Zu Hause angekommen, versuchte sie, das Erlebte zu vergessen. Doch in der folgenden Nacht hörte sie das Flüstern erneut, diesmal direkt neben ihrem Bett. Die verlorene Melodie. In einer kleinen Stadt, umgeben von dichten Wäldern, stand ein verlassenes Musikgeschäft. Es war seit Jahren geschlossen, doch die Bewohner behaupteten, dass man nachts manchmal eine melancholische Melodie aus dem Inneren hören könne. Eines Abends beschloss ein junger Mann namens Erik, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Er betrat das Geschäft und wurde sofort von einer dicken Staubschicht und dem Geruch alter Bücher empfangen. In der Mitte des Raumes stand ein altes Klavier. Als Erik sich dem Klavier näherte, begann es plötzlich von alleine zu spielen. Die Noten formten eine traurige Melodie, die ihm seltsam vertraut vorkam. Er folgte dem Klang zu einer versteckten Tür hinter einem Bücherregal. Dahinter fand er einen kleinen Raum mit einem Grammophon, das die gleiche Melodie abspielte. Neben dem Grammophon lag ein altes Foto einer jungen Frau, die traurig in die Kamera blickte. Auf der Rückseite stand: An meine geliebte Clara, deren Melodie nie verloren gehen wird. Erik erkannte plötzlich, dass die Melodie die gleiche war, die seine Großmutter ihm als Kind vorgesungen hatte. Er verließ das Geschäft, aber die Melodie verfolgte ihn in seinen Träumen und ließ ihn nicht mehr los. Der Turm der verlorenen Seelen. In der abgelegenen Region eines Bergdorfes stand ein alter, verfallener Turm, der als der Turm der verlorenen Seelen bekannt war. Generationen von Dorfbewohnern mieden diesen Ort, da es hieß, dass jeder, der den Turm bei Mitternacht betrat, nie wieder zurückkehrte. Liam, ein junger Historiker, hörte die Geschichten und war fasziniert von den Mythen, die den Turm umgaben. Er beschloss, das Rätsel zu lösen und reiste ins Dorf. Dort traf er auf Helena, eine alte Frau, die behauptete, ihre Schwester sei vor vielen Jahren in den Turm gegangen und nicht zurückgekehrt. Mit Helena als Führerin näherte sich Liam dem Turm. Als die Sonne unterging, spürte er eine kalte Brise und hörte ein leises Wehklagen. Der Eingang des Turms war mit alten Runen bedeckt, die Helena als Schutzzauber identifizierte. Sie betraten den Turm und fanden sich in einem spiralförmigen Treppenhaus wieder. An den Wänden hingen Porträts von Menschen, deren Augen ihnen zu folgen schienen. Als sie weiter nach oben stiegen, wurde das Wehklagen lauter und sie spürten eine drückende Präsenz.
Auf der obersten Etage stand ein alter Spiegel, umgeben von Kerzen. In seiner Reflexion sah Liam nicht sich selbst, sondern die Gestalt eines jungen Mädchens. Helenas Schwester. Sie flüsterte ihm zu, dass der Turm die Seelen derjenigen gefangen hielt, die ihn bei Mitternacht betraten, und bat ihn um Hilfe. Liam und Helena begannen, die Runen zu rezitieren und ein Ritual durchzuführen, um die gefangenen Seelen zu befreien. Als die Uhr Mitternacht schlug, erfüllte ein helles Licht den Raum und die Seelen wurden befreit. Der Turm, nun von seinem Fluch befreit, wurde zu einem Ort der Erinnerung und des Gedenkens. Das Labyrinth der vergessenen Träume. An einem nebligen Morgen entdeckte die junge Archäologin Sophia eine mysteriöse, alte Steintür in den Ruinen einer antiken Stadt. Die Tür war mit rätselhaften Symbolen verziert und schien zu einem unterirdischen Labyrinth zu führen. Von Neugier getrieben, beschloss Sophia, das Labyrinth zu erkunden. Sie stieg hinab und fand sich in einem Netzwerk von verwinkelten Gängen wieder, die alle gleich aussahen. An den Wänden befanden sich Fresken, die Geschichten aus einer längst vergessenen Zeit darstellten. Je tiefer sie ging, desto seltsamer wurden die Fresken. Sie zeigten Menschen, die in ihren Träumen gefangen waren, von dunklen Schatten umgeben. Sophia spürte eine wachsende Unruhe, als sie merkte, dass das Labyrinth ihre eigenen Träume und Ängste widerspiegelte. In der Mitte des Labyrinths fand sie einen zentralen Raum mit einem riesigen, zerbrochenen Spiegel. Als sie hineinschaute, sah sie nicht ihr eigenes Spiegelbild, sondern eine ältere Version von sich selbst, die sie warnend ansah. Die ältere Sophia flüsterte: Verlasse diesen Ort, bevor du für immer gefangen bist. Plötzlich begannen die Wände zu wackeln, und Sophia rannte, um dem einstürzenden Labyrinth zu entkommen. Als sie die Oberfläche erreichte, war die mysteriöse Steintür verschwunden, als ob sie nie existiert hätte. Aber die Erinnerung an das Labyrinth und seine Warnungen verfolgten Sophia für den Rest ihres Lebens. Die Bibliothek der verschwundenen Worte. In einer verschneiten Stadt gab es eine alte, verlassene Bibliothek, die als die Bibliothek der verschwundenen Worte bekannt war. Es wurde gesagt, dass jedes Buch in dieser Bibliothek Geschichten enthielt, die aus der Welt verschwunden waren. Eines Tages beschloss ein junger Schriftsteller namens Adrian, diese Bibliothek zu besuchen. Er war auf der Suche nach Inspiration für sein nächstes Buch. Als er die Bibliothek betrat, spürte er eine seltsame Stille und fühlte sich von einem bestimmten Buchregal angezogen. Er zog ein altes, staubiges Buch heraus und begann zu lesen. Zu seiner Überraschung enthielt das Buch eine Geschichte aus seiner Kindheit, die er längst vergessen hatte. Je mehr er las, desto tiefer wurde er in die Geschichten gezogen, bis er sich in einer von ihnen wiederfand. In dieser Geschichte war Adrian ein Held, der ein Königreich vor einer dunklen Macht rettete. Aber während er das Abenteuer erlebte, wurde ihm klar, dass er in der Geschichte gefangen war und einen Weg finden musste, um in die reale Welt zurückzukehren. Mit Hilfe einer weisen alten Frau in der Geschichte fand er schließlich einen Ausweg und kehrte in die Bibliothek zurück. Er legte das Buch zurück und verließ die Bibliothek, aber die Erinnerung an das Erlebte blieb für immer bei ihm. Das Relikt der verfluchten Träume. In einem entlegenen Teil des Landes, jenseits der bekannten Pfade, lag ein alter Tempel, der in Vergessenheit geraten war. Dieser Tempel war jedoch kein gewöhnlicher Ort, er war das Zuhause eines alten Relikts, das als das Relikt der verfluchten Träume bekannt war. Mara, eine abenteuerlustige Archäologin, hörte von diesem Relikt und beschloss, es zu suchen. Sie reiste durch dichte Wälder und überquerte gefährliche Flüsse, bis sie den Tempel erreichte. Der Eingang war von dichtem Gestrüpp überwuchert, aber sie fand einen Weg hinein. Im Inneren war der Tempel mit alten Fresken und Inschriften bedeckt. In der Mitte des Hauptsaals stand ein Altar, auf dem das Relikt lag. Es war ein kleiner, glänzender Stein, der in der Dunkelheit zu leuchten schien.
Als Mara den Stein berührte, wurde sie sofort von einer Welle von Visionen überwältigt. Sie sah sich selbst in verschiedenen Zeitaltern und Welten, immer auf der Suche nach etwas Unbekanntem. Sie fühlte die Freude, die Trauer, die Angst und die Hoffnung jeder dieser Versionen von sich selbst. Nachdem die Visionen nachließen, fand sich Mara wieder im Tempel. Der Stein war verschwunden, aber sie fühlte, dass sie durch die Erfahrung gewachsen war. Sie verstand nun, dass das wahre Relikt nicht der Stein war, sondern die Erkenntnisse und Erfahrungen, die er mit sich brachte.